Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Heute gibt es Erdbeeren mal anders und zwar in zwei richtig leckeren Rezepte. Zuerst zaubern wir ein fruchtiges Erdbeer-Joghurt-Schichtdessert mit Nuss-Hafer-Crunch, perfekt als Abschluss, als leckeren Abschluss. Und danach machen wir einen Rucola-Erdbeersalat mit Nüsse und Trauben, ideal als sommerliche Beilage oder leichtes Mittagessen. Und dafür brauchen wir folgende Zutaten: Erdbeeren, Zitrone, Agavensaft, Vanillezucker, gemischte Kerne, Haferflocken, zarte oder kernige, die ihr zu Hause habt, dann Walnüsse, Cashewkerne, Weintrauben, Rucola-Salat, Joghurt. Wir brauchen noch für das Dressing Olivenöl, Essig und Salz und Pfeffer. Die Mengenangaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung unter dem Video und wir legen jetzt sofort los. Zuerst werden wir die Erdbeeren waschen, entstehlen und in kleine Stücke schneiden. So sind die Erdbeeren geschnitten für den Salat, längst. Und das sind die für Dessert. Die Hälfte der Erdbeeren zusammen mit ein bisschen Zitronensaft und Agavensaft pürieren. Dafür gebe ich die Erdbeeren in einen tiefen Behälter. Dann brauche ich noch den Saft von einem Stück Zitrone und ein bisschen Agavensaft füge ich noch zu. Und jetzt kommt der Stabmixer im Einsatz. Mache ein Stück Papier, ziehe ich rüber, weil manchmal spritzt das, ist egal wie man sich bemüht. Und jetzt werden wir die Joghurtmischung vorbereiten und dafür geben wir auch ein bisschen Agavensaft und optional auch Vanillezucker. Jetzt kümmern wir uns um den Crunch und dafür geben wir die Walnüsse, die Cashewkerne und die Haferflocken in einem Gefrierbeutel. Und die ganze Mischung wird dann mit einem Nudelholz grob zerdrückt. Nun wird geschichtet und dafür brauche ich ein Dessertglas. Erst etwas Crunch ins Glas geben, dann von der Joghurtmischung, darauf pürierten Erdbeeren. Zum Schluss werde ich unser Dessertglas mit Erdbeeren, mit Crunch und Minze dekorieren. Aber ich habe noch keine Minze da, deswegen werde ich schnell in den Garten rennen und Minze pflücken. Schon gewaschen und jetzt wird dekoriert. So, den Crunch, wie ich schon gesagt habe. Dann haben wir hier eine wunderbare Erdbeere. Wow, guckt euch das an. Sensationell, einfach zu machen, gesund und lecker. Boah, das ist
perfekt als Sommerrezept. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir machen jetzt weiter mit unserem Erdbeer-Rucola-Salat. Und dafür werde ich jetzt Rucola-Blätter und die Weintrauben waschen und trocken schleudern. Für den Salat mache ich jetzt das Dressing noch fertig. Dafür brauche ich Olivenöl, ein wenig Essig, Salz und Pfeffer, in dem Dressing auch optional ein bisschen Agavensaft und den Saft von einer halben Zitrone. Gut vermengen und schon ist das Dressing fertig. Und als nächstes werden wir dann alles auf einem Teller anrichten. Und nun ja, Rucola haben wir schon hier, dann geben wir ein bisschen Crunch. Unsere Walnuss, Cashew und Hafer. Dann die geschnittenen Erdbeeren. Ich werde die jetzt so ein bisschen schöner platzieren, weil ich mag das, also ja, wie man schon sagt, die Augen essen auch immer mit. Ja, das wird schon richtig schön. Dann habe ich hier noch meine Kernmischung, ein paar Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne. Alles gesund. Die Weintrauben noch. Das Dressing zufügen. Und die Minze darf auch nicht fehlen. Die platziere ich hier in der Mitte. Dann haben wir eine Blume. Das war's auch schon. Der Salat ist auch fertig. Jetzt hole ich noch mein Dessert hier. Et voilà! 2 einfache, aber besondere Rezepte. Einmal süß, einmal herzhaft. Ideal für den Sommer. Ihr Lieben, ihr müsst das unbedingt ausprobieren. Und schreibt mir auch in den Kommentaren, welche von diesen 2 Rezepten euer Favorit ist. Und natürlich für diejenigen, die neu dabei sind, abonniert meinen Kanal und verpasst keine weiteren Videos. Ich würde mich sehr freuen, euch hier bei dem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi! What are you doing?